Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute zum Thema Vibe Coding. Wie viel Expertise braucht man tatsächlich heutzutage noch, um Software-Applikationen zu entwickeln? Ja, Vibe Coding, das ist auch ein Hype-Thema der letzten Monate, erfunden durch Andrej Karpathy, der früher bei OpenAI und auch bei Tesla war, in einem Tweet, in dem er erzählt hat, dass er quasi eine neue Form des Codings für sich entdeckt hat, das sogenannte Vibe Coding. Da ist der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht. Und er sagte quasi, dass er sich voll und ganz den Vibes hingibt und quasi nicht mehr darüber nachdenkt, was da für einen Code geschrieben wird, sondern er sagt dem System, was er haben möchte, und das System schreibt dann den Programmiercode und er schaut sich das Ergebnis an, gibt dem System Rückmeldung und guckt tatsächlich gar nicht auf den Code. Ist das tatsächlich realistisch, dass man so arbeiten kann? Ist das etwas, was man vielleicht als Privatperson und Amateur für sich zum Spaß machen kann? Oder ist das etwas, was tatsächlich die Zukunft des Codings sein wird, auch in der Industrie und in Unternehmen? Und da möchte ich heute einen kurzen Blick drauf werfen, auch ein paar Beispiele aufzeigen und bin vor allem auch da gespannt, was ihr uns da gerne für Kommentare hinterlässt. Schauen wir uns doch mal an, was ist überhaupt Vibe Coding und welche Werkzeuge gibt es überhaupt, die dieses Vibe Coding ermöglichen? Natürlich, ganz klassischerweise muss man dazu sagen, auch ich habe viele meiner Programmierprojekte mit der Unterstützung von ChatGPT unternommen. Das ist sicherlich weiterhin ein durchaus probates Mittel. Allerdings hat man da natürlich nur sehr eingeschränkte programmierspezifische Funktionen integriert. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass auch weiterhin das gute alte ChatGPT einen dabei unterstützen kann. Also gerade wenn ich jetzt kleinere Programme schreiben möchte, die bestimmte Tätigkeiten von mir automatisieren sollen, das hatte ich ja auch in vergangenen Folgen bereits gezeigt, dann kann ich natürlich ChatGPT oder andere Modelle, Google Gemini oder Claude von Anthropic nutzen, um mir dann entsprechend Programmiercode erzeugen zu lassen. Und wenn ich dann weiß, wie ich diesen Programmiercode ausführen kann, kann ich das Ganze dann natürlich auch auf meinem eigenen Computer testen. Und das ist tatsächlich ein wichtiger und spannender Punkt, nämlich das System kann einem natürlich auch dabei helfen, diese Programme dann auszuführen und überhaupt erstmal zu verstehen, was da passiert. Das heißt, für mich eine wichtige Grundregel, wenn man so etwas wie das Vibe Coding versucht zu machen: Geht nicht mit der Einstellung daran, dass ihr nicht lernen müsst zu programmieren. Das ist aus meiner Sicht die falsche Einstellung. Nehmt es als Chance und versucht dran zu gehen und Stück für Stück euch an die Dinge heranzutasten. Denn unabhängig davon, ob diese Systeme in ein paar Jahren oder vielleicht schon sehr bald das klassische Programmieren vollständig ersetzen sollten, es ist und bleibt eine sehr wichtige Kompetenz, wenn man logisches Denken beherrscht. Und logisches Denken wird insbesondere auch dadurch nochmal geschärft, dass man lernt zu programmieren. Unabhängig davon, wie gesagt, ob man selber diesen Code dann in Zukunft noch von Hand schreibt oder nicht, hilft es uns einfach, Problemlösekompetenz zu erlangen und vor allem auch andere Dinge dann entsprechend anzugehen, zu entwickeln, sich zu überlegen. Das heißt, die Art und Weise, wie man damit lernt zu denken, ist weiterhin extrem wichtig, und seht es, wie gesagt, als große Chance. Also erste Grundregel wäre: Try to learn something. Versucht etwas dabei zu lernen. Die zweite wichtige Voraussetzung aus meiner Sicht, wenn man sich dem Vibe Coding hingeben möchte, und das ist natürlich dann vielleicht ein bisschen anders, als es Karpathy mit seinem Ursprungstweet gemeint hatte, nämlich: Ihr müsst schon damit rechnen, dass ihr auch versuchen müsst nachzuvollziehen, was dieses Programm denn da geschrieben hat, gerade wenn ihr auf die erste Fehlermeldung stößt. Und natürlich, ihr könnt die Fehlermeldung nehmen und wieder zum Beispiel in ChatGPT reinkopieren und euch dann erklären lassen oder das Programm neu schreiben lassen. Das funktioniert tatsächlich auch schon erstaunlich gut, gerade bei kleineren Programmen. Aber irgendwann kommt der Punkt in jedem Projekt, wo die Anzahl an Programmiercode dann doch größer und größer wird und die Systeme immer mehr in Probleme laufen. Das heißt, geht nicht mit dem Gedanken daran, dass ihr den Code gar nicht betrachten wollt oder sollt, sondern zusammen mit der ersten Grundregel: Schaut euch den Code an und versucht zu verstehen, was da passiert. Genau. Dann ganz wichtig, ihr müsst natürlich resistent sein, robust sein, weil diese Fehler auftreten werden. Ihr müsst also eine hohe Fehlertoleranz mitbringen, wenn ihr euch dem Vibe Coding verschreiben wollt.
Ihr dürft nicht bei dem ersten Fehler, der auftritt, direkt aufgeben, denn dann passiert es tatsächlich doch schneller als gedacht, dass man an den Punkt kommt, wo man einfach keine Lust mehr hat, wenn man vielleicht jetzt 5-mal hintereinander in eine Fehlermeldung gelaufen ist und nicht weiß, wie man weiterkommt. Also ihr müsst fehlerresistent sein. Und der vierte, aber sicherlich eigentlich viel wichtigerer Punkt: Bevor ihr anfangt zu coden, bevor ihr dem Tool sagt, ich möchte jetzt ein Programm haben, was Folgendes macht, denkt darüber nach, was ihr erzielen wollt und versucht das so gut wie möglich auszuformulieren, so detailliert wie möglich. Diese Systeme sind insbesondere dann eine Hilfe, wenn man sehr konkret denen die Aufgabenstellung mitgibt. Natürlich, erfahrene Programmierer werden jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, ja, dann schreibe ich den Programmiercode doch lieber direkt selber, bevor ich jetzt der KI das lang und breit erklären muss. Aber das kann man natürlich als erfahrener Programmierer ganz einfach machen. Aber wenn man noch nicht programmieren kann, es aber lernen möchte, aber vielleicht doch schon schneller mal erste Erfolgserlebnisse haben möchte, dann ist das aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger und essentieller Tipp, nämlich sehr spezifisch zu sein. Und wie das konkret aussehen kann, das zeige ich euch gleich. Bevor wir das machen, möchte ich einmal darauf schauen, was es denn so für Werkzeuge gibt und die ein bisschen einsortieren. Und zwar das erste Tool, was tatsächlich auf den Markt gekommen ist, was das Thema KI-gestütztes Programmieren ermöglicht hat, ist der gute alte GitHub Copilot. Und dabei handelt es sich dann um ein Werkzeug, was sich eher an Experten richtet und was vor allem in der ersten Ausprägung auch nur eine Art Vervollständigung von Code ermöglicht hat, der gerade dann geschrieben wird. Das heißt, man hat angefangen, eine Codezeile zu schreiben und er hat einen Vorschlag generiert, wie denn jetzt die nächsten paar Zeilen aussehen könnten auf Basis dessen, was er gelernt hat. Das heißt, es war eher als Tool für Experten zu verstehen, eher hands-on. Das heißt, man ist selber sehr stark in Kontrolle dessen, was man da tut. Man sieht quasi die nächsten Vorschläge und kann es akzeptieren oder nicht. Kurze Zeit später ist dann Cursor auf den Markt gekommen. Cursor, das ist ein Fork von VS Code, also von einer IDE, einer integrierten Entwicklungsumgebung für Programmiercode, das ursprünglich von Microsoft entwickelt wurde. Cursor, das Unternehmen, hat sich diesen Code, das ist Open Source Code, von daher ist es für jeden frei zugänglich und kann von jedem mit der entsprechenden Lizenz auch genutzt werden. Hat also eine Lizenz, die es jedem erlaubt, den Programmiercode auch zu verändern und entsprechend dann zu vertreiben. Und die haben mit Cursor ein System auf den Markt gebracht, was auch Funktionalitäten wie GitHub Copilot ermöglicht. Das heißt auch die sogenannte Tab Completion, also wenn man die Tab-Taste drückt, wird dann ein Vorschlag für die Code-Vervollständigung gegeben. Das Modell, was die da im Einsatz haben, ist wohl das derzeit Beste am Markt. Das heißt, gerade wenn man ein erfahrener Entwickler ist und eine Hands-on-Experience bevorzugt, dann kann Cursor da tatsächlich helfen und ist auch sozusagen als besser zu bewerten als derzeit der GitHub Copilot. Aber dann gibt es auch noch viele Tools, die sich gar nicht so sehr nur notwendigerweise an erfahrene Entwickler richten, sondern die tatsächlich auch dann es Menschen ermöglichen, die vielleicht noch nicht die Programmiererfahrung haben, solche Apps zum Beispiel zu programmieren. Und davon sind einige zu nennen, die sich so ein bisschen da eher trudeln. Das wäre einmal V0 von Vercel beispielsweise, das wir uns gleich einmal anschauen können. Oder auch Lovable. Man hat zwar immer noch einen chatbasierten Workflow, das heißt, man gibt dem System an, was es ändern möchte, aber es ist doch deutlich mehr hands-off. Es schreibt deutlich längere Zeilen an Programmiercode, als es zum Beispiel Cursor mit der Tab Completion ist. Allerdings muss man dazu sagen, eine Sache, die sich jetzt gerade in den letzten Monaten weiter herauskristallisiert hat, sind agentische Systeme, die tatsächlich im Prinzip im Hintergrund oder parallel einfach Aufgaben erfüllen. Und Cursor beispielsweise hat da auch den Agent Mode. Das heißt, ich kann mit einem Agenten erstmal chatten, ihm sagen, was er machen soll, und er kann sich quasi eigenständig in meiner Codebase bewegen. Er kann eigenständig dann Dinge verändern. Man kann einstellen, ob man das bestätigen möchte oder nicht. Und da gibt es zum Beispiel neben Cursor auch Windsurf. Windsurf ist ein ähnliches Unternehmen, hat auch VS Code quasi eine Fork erstellt und wurde jetzt auch vor kurzem für $3 Milliarden gekauft. Und davon gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Tools, die sich da tummeln. Windsurf und Cursor sind sicherlich die beiden prominentesten Vertreter, weil sie halt auf der gewohnten Entwicklungsumgebung VS Code aufsetzen. Das heißt, für Entwickler, die das schon nutzen, erfordert das auch keine Umstellung. Vor noch kürzerer Zeit sind allerdings dann jetzt Tools veröffentlicht worden, die sogar noch mal mehr in diese Richtung agentisches Arbeiten gehen.
Und zwar in zweierlei Ausprägung. Zum einen mit Claude Code bzw. OpenAI Codex. Wirklich sehr leichte, schlanke Programme, die einfach in meinem Terminal laufen, auf meinem Rechner, denen ich in meiner Codebase sozusagen einen Befehl geben kann und die dann loslegen und tatsächlich Standard-Computer-Befehle und Programme nutzen, um quasi diese Dateien zu editieren und meinen Code sukzessive zu verbessern, Bugs zu fixen und mich dabei entsprechend zu unterstützen. Das richtet sich natürlich allein schon dadurch an Experten, dass es nicht ganz so zugänglich ist. Nicht jeder arbeitet gerne im Terminal. Für einige sieht es sehr veraltet aus. Ich persönlich bin ein riesiger, großer Fan in den letzten Jahren davon geworden und möchte das nicht mehr missen. Aber das ist sicherlich immer noch Geschmackssache. Das richtet sich also schon an Experten und ist eher eine Hands-off-Erfahrung, also sowohl Claude Code als auch OpenAI Codex. Davon gibt es tatsächlich auch, OpenAI Codex ist tatsächlich sogar auch Open Source und unterstützt theoretisch auch andere Modelle. Es gibt aber auch viele Open Source Tools, die einen ähnlichen Ansatz fahren, zum Beispiel Ada oder auch jetzt jüngst erschienen Open Code von SST. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick drauf, denn all diese Tools können entsprechend dann mit der API-Schnittstelle von den großen Anbietern verknüpft werden oder beispielsweise auch über so etwas wie OpenRouter. Die bieten teilweise auch kostenfreie Modelle an. DeepSeek zum Beispiel gibt es in der kostenfreien Version, sodass man das zumindest auch kostenfrei austesten kann, wie gut das dann schon funktioniert. Und die andere Variante ist in der Ausprägung wiederum OpenAI Codex. OpenAI ist weiterhin nicht besonders gut darin, die eigenen Produkte zu benennen. Es gibt nämlich auch eine Cloud-Version von OpenAI Codex. Und diese sind tatsächlich so konzipiert, dass man ihnen Aufgaben geben kann, dass sie die Codebase von GitHub kopieren können und dann eigenständig im Hintergrund auf den Servern von OpenAI oder von anderen entsprechend dann korrigieren, den Code entsprechend anpassen. Und neben OpenAI Codex gibt es da auch Jules von Google und beides können wir uns gleich ganz kurz auch einmal anschauen. Die Cloud-Variante ist dann doch schon eher hands-off und richtet sich aber weiterhin eher an Experten, an Leute, die auch im Umgang mit Git beispielsweise vertraut sind und die im Prinzip dann auch bestimmte Änderungswünsche formulieren und das System dann im Hintergrund arbeiten lassen. Es gibt daneben noch wirklich viele weitere Tools. Ich möchte gar nicht jetzt alle vollständig aufzählen. Ich würde jetzt von den verschiedenen Kategorien einfach einige vorstellen. Gehen wir zunächst also einmal V-Zero uns anschauen. V-Zero von Vercel, die quasi auch gleichzeitig Hoster sind, haben damit ein Tool geschaffen, mit dem man sehr schnell visuelle Ergebnisse erzielt. Dem schicken wir jetzt mal den Auftrag los. Der soll uns eine Webseite bauen für Inside AI, wo wir die letzten KI-Neuigkeiten dargestellt bekommen. Und hier seht ihr jetzt auch schon, ich habe im Prinzip gegen etwas verstoßen, was ich euch am Anfang gesagt habe. Ich habe ihm einen sehr kurzen Prompt mitgegeben. Wir werden aber trotzdem sehen, er wird etwas erzeugen und dementsprechend werden wir jetzt gleich hier das erste visuelle Ergebnis erzielen. Er schreibt also jetzt im Hintergrund diesen Code. Wir können uns das auch hier angucken, welche Dateien erstellt werden und welcher Programmiercode geschrieben wird. Im Fall von V-Zero ist es sehr stark auf das Framework Next.js zugeschnitten. Das ist nämlich das Framework, was auch von Vercel entwickelt wird. Das heißt, es ist ein TypeScript-Framework und dementsprechend sehen die Ergebnisse auch danach aus. Sie nutzen eine weitere Bibliothek, die nennt sich Shadcn UI. Das heißt, visuell wirken die Seiten immer sehr ähnlich, aber meistens doch schon sehr hochwertig. Also wir werden da gleich einen Blick drauf werfen, wie das aussieht. Parallel dazu können wir den gleichen Prompt einmal Lovable AI übergeben. Und wie gesagt, das ist nicht notwendigerweise das Optimum, weil es sehr unspezifisch ist und sehr viel Raum für Interpretation lässt. Es geht hier aber nur erstmal darum zu zeigen, wie die Interaktion mit diesem Tool aussieht. Und wir sehen, er ist immer noch am Arbeiten. Das heißt, hier haben wir schon tatsächlich so ein Stück weit ein System, was sich eigenständig durch ein virtuelles Dateisystem kämpft und die Dateien anlegt. Wir gucken auch mal hier nochmal bei Lovable rein, was wir da bekommen. Und schauen uns einfach gleich mal an, was das Ergebnis ist. Ja, hier sehen wir es schon. Das ist das Ergebnis von V-Zero für Inside AI. Wir haben verschiedene Seiten, die nicht alle funktionieren. Ihr seht also, er hat quasi die Landingpage erstellt. Mehr ist davon noch nicht zu sehen. Es wird viel mit Platzhaltern gearbeitet. Aber optisch, muss man ja sagen, ist das Ganze schon
relativ ansprechend. Also ich hätte es auf jeden Fall in der Zeit niemals auch nur annähernd so hinbekommen, wie es hier gemacht wurde. Natürlich muss man ehrlicherweise dazu sagen, es gibt auch schon seit vielen Jahren immer Vorlagen. Das heißt, wenn man sich ein bisschen Zeit genommen hat und sich reingefuchst hat, hätte man so etwas auch mit entsprechenden Vorlagen natürlich auch in kurzer Zeit erzeugen können. Aber man hat jetzt hier natürlich die Möglichkeit, entsprechend noch Anpassungen vorzunehmen. Man kann das Ganze auch ins eigene GitHub pushen, wenn man einen GitHub-Account hat, und dann da entsprechend weiterarbeiten lassen. So, wir sehen uns die Lovable-Version einmal an. Die sieht auch sehr gut aus. Hier haben wir sogar gar keine Platzhalter, sondern er hat direkt auch Bilder genommen. Das sind jetzt, glaube ich, tatsächlich echte Bilder und keine generierten Bilder. Aber wir können sehen, wir haben quasi innerhalb kürzester Zeit jetzt eine Webseite erhalten. Und sowohl bei Lovable als auch bei VSeero ist das Spannende, dass man auch in der kostenfreien Version das schon nutzen kann. Also ich habe bei beiden jetzt keine Pro-Version, die ich nutze. Und ich kann bei beiden tatsächlich den Code auch bekommen. Das heißt, ich bin jetzt nicht gekoppelt an die Anbieter, dass ich das dann auch über die Anbieter entsprechend hosten müsste, wenn ich denn diese Webseite hier umsetzen möchte. Wir sehen auch bei Lovable zum Beispiel, hat er jetzt nicht alle Kategorien ausgeführt. Aber ich möchte euch jetzt einmal Folgendes zeigen. Ich würde das Ganze jetzt einmal mit meinem GitHub connecten. Wir können jetzt sehen, der Code ist jetzt tatsächlich in meinem GitHub Repository zu finden. Und ich kann ihn tatsächlich jetzt auch entsprechend auf mein System kopieren und könnte auch schauen, ob ich es schaffe, das Ganze lokal zu betreiben. Und dadurch, dass ich mich natürlich mit dem Thema jetzt schon längere Zeit befasse, habe ich natürlich auch schon einen relativ guten Überblick, wie ich jetzt solche Dinge dann ans Laufen bekomme, starten kann. Ihr könnt jetzt sehen, ich habe quasi die Website jetzt auch lokal am Laufen. Natürlich weiterhin verfügt sie über die gleiche limitierte Funktionalität, die ich auch vorher hatte. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich bin ja von Haus aus gar kein Programmierer, sondern ich bin Maschinenbauer. Ich hatte zwar ein bisschen Java-Programmierung in meinem Maschinenbaustudium, was jetzt aber auch schon lange zurückliegt, aber auch ich habe mich da einfach in das Thema reingefuchst und habe insbesondere auch mit und durch die Hilfe der KI da großen Spaß dran gefunden und versuche aber auch wirklich Dinge zu lernen dabei. Also das ist sicherlich etwas, wo ich auch verstehen kann. Nicht jeder hat die Zeit und die Lust, sich in neue Themen immer einzuarbeiten. Aber wenn ihr das habt, dann ist es tatsächlich eigentlich der beste Zeitpunkt, um Dinge zu lernen. Es war noch nie so einfach, um Informationen zu bekommen. Es war noch nie so einfach, Hilfe zu bekommen. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn es nicht immer perfekt ist. Wir springen einmal in unser OpenAI Codex und da schauen wir uns einmal an. Da können wir nämlich jetzt das just erstellte Repo auswählen und können dann sagen, welche Pakete noch installiert werden soll. Ich lasse es jetzt mal auf dem Preset. Ganz wichtig, man kann entscheiden, ob der Agent Internetzugang haben möchte. Und wir können es mal Common Dependencies, ja, wir lassen nur die notwendigen Schnittstellen zu, die es braucht, um Dinge zu installieren. Und wir erstellen uns einmal unsere Environment. Und was jetzt im Prinzip passiert in der Cloud, ist, dass eine virtuelle Maschine gestartet wird. Und innerhalb dieser virtuellen Maschine kann dann der Code aus dem GitHub Repository heruntergeladen werden. So, wir können jetzt hier einmal schauen, können sagen, wir können entweder Fragen stellen zu unserer Codebase oder wir können jetzt auf Code klicken. Wir können mittlerweile sogar parallele Versionen erstellen lassen. Das ist also auch faszinierend, wenn man ehrlich ist. Nämlich, wir können jetzt quasi zwei parallele Agenten laufen lassen, die jetzt parallel unseren Wunsch umsetzen. Und auch hier habe ich jetzt sehr unspezifisch das Ganze gemacht. Ich möchte daher nochmal, während wir den Agenten jetzt hier im Hintergrund arbeiten lassen, wir können sehen, er zieht sich die ganzen Abhängigkeiten und es läuft tatsächlich parallele Versionen, die da bearbeitet werden. Wichtig ist natürlich, ihr gebt damit OpenAI Zugriff auf euren gesamten Code. Die, zumindest in der Enterprise-Version, sagen die einem zu, dass die das nicht verwenden und ihre Modelle damit nicht trainieren. Allerdings ist es sicherlich am Ende des Tages auch viel Vertrauenssache mit dabei. Für Code, wenn ihr jetzt selber Programmierer seid und im Unternehmen das Ganze nutzt, werdet ihr wahrscheinlich auf solche Funktionen noch keinen Zugriff haben. Allerdings ist das wichtig zu wissen, was diese Systeme jetzt schon imstande sind zu leisten und einfach das auf dem Schirm zu haben, denn das kann natürlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, in Zukunft drastisch verändern, wenn wir jetzt plötzlich weniger Zeit mit dem eigentlichen Codeschreiben verbringen, sondern mehr Zeit vielleicht mit darüber nachdenken, wie denn eine sinnvolle Architektur für unser System aussehen soll. Während wir den Agenten im Hintergrund laufen lassen, springen wir einmal in ChatGPT rein
Und wenn ihr also anfangen wollt zu coden und euch was entwickeln zu lassen, was ich ganz gerne mache, wenn ich eine Idee habe für etwas, dass ich erstmal mit dem Modell ganz normal interagiere, mich unterhalte, meine Idee entsprechend dem Modell mitgebe. Und das Gute ist, man kann natürlich das Ganze auch per Sprache machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte ein Tool entwickeln, was mir es ermöglicht, von bestimmten Newsseiten die neuesten KI-Neuigkeiten anzuzeigen. Und das Tool möchte ich auf meinem Computer betreiben. Das klingt nach einem richtig spannenden Projekt. Du könntest dafür zum Beispiel Python und eine Bibliothek wie Beautiful Soup oder Requests nutzen, um die Newsseiten zu scrapen. Du könntest dann regelmäßig die neuesten Artikel abfragen und sie dir auf deinem Computer anzeigen lassen. Wenn du magst, kannst du auch ein kleines GUI-Tool mit Tkinter oder einer anderen Bibliothek bauen, damit es etwas benutzerfreundlicher wird. Wenn du magst, kann ich dir gerne ein bisschen Starthilfe beim Code geben. Was für Aspekte müsste ich denn beachten? Kannst du mal beschreiben, was ich bräuchte dafür für Komponenten? Du hast jetzt schon ein paar Bibliotheken genannt, aber kannst du das noch ein bisschen genauer mir beschreiben, bitte? Klar, sehr gerne. Also grundsätzlich brauchst du ein paar Komponenten, um dein Tool aufzubauen. Erstmal brauchst du natürlich eine Programmiersprache und Python ist dafür super geeignet, weil es viele Bibliotheken gibt, die dir das Leben leichter machen. Für das Scraping, also das Abfragen der Inhalte von Webseiten, sind Bibliotheken wie Requests und Beautiful Soup sehr nützlich. Requests hilft dir dabei, die Webseiten abzurufen und Beautiful Soup ermöglicht es dir, den HTML-Code zu durchsuchen und die relevanten Informationen herauszufiltern. Außerdem brauchst du natürlich eine Liste von Newsseiten, die du regelmäßig abfragen möchtest. Da ist es hilfreich, sich vorab zu überlegen, welche Seiten dir die relevantesten und aktuellsten Nachrichten liefern. Wenn du das Ganze auf deinem Computer laufen lassen willst, kannst du einfach eine lokale Python-Umgebung mit UV für das Paketmanagement nutzen. Und wenn du eine grafische Oberfläche möchtest, wäre Tkinter eine einfache Möglichkeit, um ein kleines Fenster zu erstellen, in dem die News angezeigt werden. Wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne einen kleinen Beispielcode zusammenstellen, damit du einen guten Startpunkt hast. Ja, wir sehen erstens, das neue Advanced Voice Mode Feature ist nochmal deutlich menschenähnlicher. Ich weiß nicht, ob mir das tatsächlich gefällt oder ob ich meine KI nicht lieber doch etwas robotischer habe, weil es ist dann tatsächlich stellenweise etwas unheimlich, wenn menschenähnliche Dinge wie Atmen oder Pausen dann doch zu sehr überbetont sind. Aber erstmal habe ich mich jetzt mit dem Modell kurz unterhalten. Es hat mir ein paar Vorschläge gegeben und das kürzen wir jetzt einmal ab, damit ich nicht quasi die ganze Zeit mit dem Modell hin und her sprechen muss. Beim Advanced Voice Mode ist es leider so, ich bekomme die Transkription, den Text immer erst, wenn das Modell wirklich ausgesprochen hat. Wenn ich jetzt mittendrin abbreche, dann ist der Text verloren. Ich bitte jetzt das Modell aber, mir eine sogenannte PRD zu erstellen. Das ist ein Product Requirements Document. Das ist relativ standardisiert, was es beinhaltet. Und das ist ein sehr, sehr guter Startpunkt, um dann tatsächlich weitere KI-Tools zu nutzen, die das Ganze dann umsetzen. Also ich würde jetzt sagen, mal auf Englisch, create a detailed PRD. Da haben wir dann natürlich immer noch die Möglichkeit, Dinge anzupassen, entweder zusammen mit dem Modell oder hinterher, wenn das erzeugt ist. Das Ganze ist häufig schon sehr, sehr ausführlich. Das heißt, man muss natürlich drauf schauen, ob das Modell jetzt wirklich auch alles so da reingeschrieben hat, wie man es möchte. Aber wir sehen hier jetzt schon, es wird ein Product Requirements Document geschrieben, weil wir haben den Sinn und Zweck, den Purpose, wir haben Hintergrundinformationen, wir haben Ziele. Also viele Dinge, die wir auch gar nicht mit dem Modell jetzt besprochen haben, über die man sich aber sinnvollerweise Gedanken machen sollte, wenn man denn jetzt anfängt, ein solches System aufzubauen. Wir machen jetzt Folgendes. Ich mache jetzt eine neue Datei auf in dem Ordner. Ich bin jetzt in einen Ordner gewechselt und hier packe ich wirklich einfach das Markup, was mir ChatGPT ausgegeben hat, das Product Requirements Document raus und ich starte einmal Claude Code, damit ich euch zeigen kann, wie das funktioniert. Das ist wie gesagt ein agentisches System, was über das Claude Code Modell, was von Anthropic angeboten wird, über die API kommuniziert und dann lokal auf meinem Rechner tatsächlich Dinge erzeugen kann. Und am Anfang werde ich gefragt, ob ich den Inhalten in diesem Ordner vertraue. Man kann am Anfang einen sogenannten init-Befehl ausführen, damit liest er erstmal alle Dateien in dem Ordner und erstellt etwas. Ich sage ihm aber direkt read die PRD, genau, and create a detailed implementation plan. Und ihr werdet sehen, wenn ich jetzt das Tool loslegen lasse,
Optisch, wie gesagt, sehr einfach gehalten. Das ist ein ganz einfaches Terminal-Programm. Das Interessante ist, er macht sich selber schon einen Plan, er macht sich selber eine To-Do-Liste, die er abarbeiten möchte. Das erste To-Do ist jetzt dieses Dokument zu lesen, dieses Product Requirements Document und dann eine Struktur und eine Architektur zu designen und das Ganze dann entsprechend in eine Roadmap auch zu überführen. Und er läuft jetzt quasi auch im Hintergrund. Wir werden gleich, wenn wir damit durch sind, auch sehen, was der Spaß dann kostet. Da werden am Ende dann quasi die Kosten für die Tokens gezeigt. Er hat hier quasi den Plan jetzt im Chat mir mitgegeben, aber ich möchte, dass er das natürlich auch in eine Datei schreibt, damit das nicht verloren geht, beziehungsweise dass wir das sehen können. Wir lassen ihn arbeiten. Wir können hier zurückspringen einmal in unser Codex-Tool und sehen, hier hat er tatsächlich jetzt auch die App einmal verändert. Da machen wir mal einen Pull-Request. Und ein Pull-Request ist im Prinzip einfach eine Anforderung, die Veränderung im Code jetzt zu übernehmen. Das schauen wir uns einmal an. Ready for Review. Ich muss einmal reviewen und jetzt kann ich es im Prinzip mergen. Wir machen es einmal schnell. So, wir gucken jetzt einmal zurück bei Claude. Ihr seht, man hat halt die Möglichkeit, sich schön parallel verschiedene Dinge zu machen, mit verschiedenen Dingen zu arbeiten. Wenn man es schafft, den Überblick zu behalten, kann das ganz mächtig sein. Kann natürlich auch sehr schnell im Chaos enden, aber das ermöglichen diese Tools tatsächlich. Ich könnte jetzt gerade bei den Terminal-basierten Programmen mehrere Instanzen parallel öffnen und in unterschiedlichen Codebases oder in einer Codebase mit verschiedenen Worktrees arbeiten lassen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde ihm jetzt einfach mal sagen, Start Implementing. Wir lassen also Claude hier mal arbeiten. Ja, wir wechseln jetzt nochmal in unser Tool, was wir ursprünglich mit Lovable erzeugt haben. Und wir ziehen uns die neueste Version von Git runter. Da sind ja jetzt die Änderungen von Codex implementiert. Wir schauen uns einmal an, ob die Veränderungen nutzbar sind, die Codex mir da reingepackt hat. Wir können also sehen, es gibt jetzt eine Tools-Section und er hat hier quasi diese Unterseite jetzt erstellt. Und das tatsächlich asynchron, das war also der Codex-Agent, der im Hintergrund gearbeitet hat. Ich könnte also theoretisch sogar von meinem Handy Befehle an die Oberfläche schicken und quasi beim Mittagessen oder so die KI im Hintergrund weiterarbeiten lassen. Und genauso können wir uns einmal anschauen, was denn Claude da gemacht hat. Und ich hatte vergessen, wir müssen natürlich bestätigen. Er muss erstmal von uns die Erlaubnis bekommen, zum Beispiel jetzt den Ordner zu erstellen. Und er fängt jetzt an, den Code zu schreiben. Das Ganze muss ich einmal bestätigen. Ich würde einmal Folgendes machen. Lassen wir doch mal die Auto-Accepts on. Das heißt, wir müssen das jetzt nicht bestätigen, können ihn im Hintergrund arbeiten. Ist natürlich sehr gefährlich. Ihr müsst bedenken, es ist ein Tool, was jetzt auf eurem Rechner bestimmte Befehle eigenständig ausführen kann, eigenständig Code erzeugen kann. Das heißt, sowas kann man natürlich nur machen in einer geschützten Umgebung, beziehungsweise wenn man weiß, dass das Tool auch keine fehlerhaften Dinge tut. Es gibt natürlich die Gefahr der sogenannten Prompt Injection. Das ist ein Thema, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wenn diese Tools beispielsweise sich Informationen aus dem Internet ziehen können, zum Beispiel Dokumentationsunterlagen von bestimmten Bibliotheken, kann natürlich jemand Boshaftes theoretisch Befehle in diesen Unterlagen verstecken, die dann das Modell dazu verleiten sollen, beispielsweise Informationen nach außen zu schicken. Das heißt, sicherlich ist das noch nicht etwas, was man so in der Einfachheit überall einsetzen kann. Gerade im Unternehmenskontext wird es sicherlich sehr schwierig sein, diese Systeme jetzt mal so eben einzusetzen. Ich halte es aber dennoch für extrem wichtig, dass wir es einfach wissen, was diese Systeme jetzt schon leisten können und wie diese Systeme funktionieren. Denn wir sehen jetzt hier ein vollständig eigenständiges, agentisches Arbeiten. Optisch natürlich, wie gesagt, sehr einfach gehalten. Aber das, was da im Hintergrund geschieht, ist für mich tatsächlich sehr beeindruckend. Er schreibt die einzelnen Bestandteile des Programms in die entsprechenden Dateien. Er kann auch eigenständig Tests durchführen. Das heißt, er kann den Code dann auch testen und überprüfen. Gerade bei Code, der kompiliert werden muss, kann er schauen, kompiliert der Code denn oder kompiliert er nicht. Er kann die Fehlermeldung direkt verarbeiten aus dem System. Das heißt, in sich ist dieses doch recht geschlossene System schon sehr performant. Am Ende des Tages können natürlich nur die Experten sagen, ob der geschriebene Code auch sinnvoll ist, ob es, so wie es geschrieben ist, auch sicher ist. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir nicht spezifizieren, welche Sicherheitsmechanismen wir in einem solchen Code jetzt haben möchten, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Online-Tool sich handelt, wo man sich auch einloggen soll, dann kann es natürlich passieren, dass das System da zwar was Funktionierendes aufbaut, aber zum Beispiel keine Verschlüsselungsmechanismen für die Passwörter einsetzt, weil wir nicht danach gefragt haben. Darin werden die Tools natürlich auch sozusagen besser und die KI-Labore werden da sicherlich auch bestimmte Befehle hinterlegen, die die Tools dann dazu bewegen sollen, sowas immer
auch im Standard einzusetzen. Aber letztendlich liegt es an uns als Anwender, als Nutzer, zu überprüfen, ob das Ganze so funktioniert, wie es funktionieren soll, wie wir uns das auch überlegt haben. Und daher ist es, wie ich sage, weiterhin aus meiner Sicht extrem wichtig und wertvoll, die Materie zu lernen, zu verstehen, was denn da passiert. Für mich, ich bin eine technische Person, ich hatte ein technisches Studium, ich habe mich mein Leben lang auch mit Computern auseinandergesetzt, bin aber kein Programmierer, habe aber die Motivation, mich da reinzufuchsen, da reinzudenken, das auszuprobieren und empfinde das tatsächlich als eine sehr, sehr gute Unterstützung und Befähigung. Wenn ihr daran Spaß habt, dann ermutige ich euch dazu, das auch zu tun, allerdings halt von vornherein mit realistischen Erwartungshaltungen daran zu gehen. Es ist weiterhin keine schwarze Magie, die da abläuft. Es kann das Unmögliche auch nicht möglich machen. Und ich bin jetzt gleich mal gespannt zu schauen, was uns Claude Code da auf Basis unseres PRDs hingezaubert hat. Und vor allem auch, was der Spaß dann gekostet hat, wenn das Ganze über die API abgerechnet wird. Es gibt bei Anthropic die Möglichkeit für 100 oder 200 Dollar sich quasi einfach ein Pro- oder Premium-Account anzulegen, der dann auch mit Claude Code funktioniert. Da hat man dann auch entsprechende Limits am Tag, die wohl sehr, sehr großzügig aktuell sind. Das heißt, man kann da sogar mehrere Stunden mitarbeiten und hat aber trotzdem diesen Fixpreis. Ob das weiterhin so durchaus günstig bleiben wird, das wird sich zeigen. Die einen sagen, es wird immer günstiger, aber es gibt auch andere Stimmen, die natürlich sagen, sobald wir quasi immer abhängiger von solchen Systemen werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die verschiedenen Unternehmen dann auch an der Preisschraube drehen. Das heißt, auch hier wieder, verlasst euch nicht zu sehr auf einen einzelnen Anbieter, nutzt die Tools, probiert die Tools gerne aus, wie ich euch gezeigt habe, ob es Lovable ist, ob es VSero ist oder Claude Code, Codex CLI oder die ganzen Open Source Tools, die es dazu gibt, wie beispielsweise Ada oder auch Open Code oder auch Cursor, das zeige ich euch hier einmal. Wie ihr seht, bekannt VS Code Umgebung. Man kann hier im Prinzip mit dem Agenten chatten, man kann im Code das Ganze sich annotieren lassen, ergänzen lassen, Vorschläge erarbeiten lassen. Und wir sehen, der arme Claude ist immer noch am Werkeln und schreibt Datei um Datei tatsächlich hier rein und scheint uns da doch ein relativ komplexes System aufzubauen, basierend auf unserer initial sehr einfachen Idee. Und ich werde gleich einfach ausprobieren, ob es läuft und dann werden wir schauen, ob es tatsächlich funktioniert oder noch nicht funktioniert. Ich hole euch auf jeden Fall wieder dazu, wenn Claude fertig ist. Und wir sehen, jetzt ist Claude auch angekommen. Er hat also das sogar auch getestet und hat im Prinzip mir jetzt meinen kompletten Code erstellt. Wir gucken uns das auch mal an, wie das aussieht. Also wir haben jetzt hier wirklich einen vollständigen Ordner mit verschiedenen Dateien, mit einem Implementation-Plan, den er am Anfang erstellt hatte, mit einem README-File, wo er auch uns im Prinzip dann die ganzen Befehle gibt, die wir ausführen müssen, um das zu starten. Und wir gucken einfach mal, ob das geht, ob wir das hinbekommen oder ob er Newsfetcher, okay, also es ist eine CLI, also ein Command-Line-Interface. Sagen wir mal Help, okay, also das hat er schon mal nicht so ganz. Wir hatten ja von der GUI gesprochen. Ich hatte jetzt das PRD nicht überprüft, ob es wirklich eine GUI ist. Es ist eher eine TUI, eine Terminal User Interface geworden. Wir gucken uns mal an, er hat TechCrunch mit dabei und wir können Fetch machen. Wir fetchen also 5 Sources und er hat die gefetcht. Und was können wir jetzt damit machen? Das ist nämlich der Nachteil, wenn man Claude zu viel programmieren lässt. Man muss erstmal herausfinden, was das Programm denn tatsächlich auch kann oder nicht kann. Wir können es suchen, wir können OpenAI zum Beispiel mal suchen. Und es gibt 2. Okay, und wir können uns das also jetzt angucken. Wir können jetzt also sagen Open93 und, okay, und er führt uns dann direkt zur Quellsache. Okay, das heißt, ich kann es jetzt hier nicht in meinem Terminal lesen, aber ich kann mir zumindest die News durchsuchen lassen. Und das Ganze funktioniert, also erstmal, ne, also Funktionalität ist gegeben. Und was ich jetzt einmal machen würde, ich beende jetzt einmal das Ganze und wir können sehen, die Kosten belaufen sich dieses Programms jetzt auf $1,28 für die Tokens, die es gekostet hat. Für $1,28 habe ich also ein maßgeschneidertes Programm bekommen. Natürlich, da habe ich jetzt in dem Augenblick, weil ich auch nicht in das PRD im Detail reingeguckt habe, habe ich wahrscheinlich viele Dinge nicht angegeben, die ich eigentlich haben wollte. Aber es zeigt einfach, was möglich ist und was der Stand der Technik ist. Das heißt, das sind Dinge, die es gibt, die wahrscheinlich sukzessive auch Einzug in unsere Unternehmen und unsere Arbeitswelt halten werden.
und wir uns die Frage stellen müssen, wie arbeiten wir mit diesem System, was ermöglichen diese Systeme jetzt vielleicht auch? Und am Ende des Tages am spannendsten ist vielleicht für jeden Einzelnen die Frage, was kann man denn jetzt selber damit Cooles machen? Was für Projekte fallen einem ein? Und vielleicht lernt der ein oder andere dadurch ja tatsächlich dann doch nochmal das Coden, indem er sich dann anfängt reinzufuchsen in das Thema und es dann nicht rein beim Vibe-Coding bleibt, sondern vielleicht hinterher man auch Spaß am eigentlichen Coding findet. Für heute soll es das gewesen sein. Lasst uns gerne Kommentare da, wie ihr diese Tools nutzt, was ihr vielleicht für coole Sachen schon gebaut habt. Ich werde dieses Projekt auf jeden Fall, was Claude jetzt gerade gebaut hat, auch in meinen GitHub pushen. Das könnt ihr euch dann gerne einmal anschauen, was er da erzeugt hat. Aber wie so immer möchte ich euch daran erinnern, hört auch gerne in unseren Podcast Autotime rein, wo Roman Dumitrescu und ich uns Zukunftsvisionen anhören und diskutieren, wie denn Technologie unsere Zukunft verändern kann. Danke. Bis bald, wenn es wieder heißt Inside AI.